Du bist vielleicht einer von denen, die Astralreisen lernen und du beschäftigst dich viel, hast viele Videos gesehen und auch vielleicht Bücher gelesen. Ich garantiere dir, dass einer dieser Faktoren, dass du diesen nicht anwendest. Und wenn du den anwendest, dann drehst du an dieser kleinen Schraube und deine Wirkung wird sehr, sehr groß sein. Und deswegen dieses Video. Ich fange gleich an mit dem ersten wichtigen Faktor. Ich werde das ein bisschen schneller behandeln als üblich. Einfach nur, dass wir da hinkommen zu diesen Faktoren. Erster Faktor ist deine Visualisierungsfähigkeit. Also je besser du visualisieren kannst, desto einfacher kannst du dich wegprojizieren. Weil sehr viele machen irgendwelche Übungen mit Rausrollen, mit irgendwelchen Schnursachen und so weiter. Das Problem ist, du bist in der Blackbox, das ist so 1 bis 2 Meter, also eher 2 bis 3 Meter sogar von deinem physischen Körper ist diese Blackbox und alles, was in dieser Blackbox stattfindet, führt dazu, dass du, wenn du in den Körper zurückkommst, dass du keine Erinnerung dran hast, ja. Und das ist ein Problem und deswegen ist Visualisierung wichtig und die beste Austrittstechnik ist, durch die Visualisierung eine Projektion zu machen, ja. Wenn du sagst, hey Marco, wie mache ich das am besten? Schreib's mir unten rein, dann, wenn genug Kommentare sind, dann erstelle ich ein eigenes Video, wo ich ganz detailliert über das Thema Austritt rede, über das Thema Disconnect, die besten Austrittsmethoden und so weiter. Ich mache da ein eigenes Video dazu, wo ich einfach mal aus den ganzen hunderten Techniken, die ich probiert habe und wo ich sozusagen vielen beigebracht habe, wie das geht, stelle ich dir die besten vor. Einfach schreib's unten rein, wenn genug davon sind, mache ich ein eigenes Video dazu. Dann, nächster Faktor, das Thema Traumerinnerung. Und ich habe es in den letzten Videos schon angesprochen, wie wichtig es ist, die Traumerinnerung auf ein hohes Level zu bringen, denn ohne Traumerinnerung wirst du einfach in dieser Delta-Frequenz, in der sich Astralreisen stattfinden, einfach keine Erinnerung haben, weil Delta-Frequenzen, alles unter 4 Hertz ist Tiefschlaf und Tiefschlaf heißt, du hast eigentlich keine Erinnerung. Es sei denn, deine Traumerinnerung ist so gut, dann kannst du in der Delta-Frequenz sozusagen die Erinnerungen rausholen. Und deswegen ist es wichtig, Alpha-Frequenzen zu trainieren, Theta- und Delta-Frequenzen, also dieses komplette Spektrum an Frequenzbereich, damit du die Information von unten, vom Meeresuntergrund über das Wasser an die Oberfläche bringst. Ja, so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Ja? Das heißt, wenn du eine gute Traumerinnerung hast, dann wirst du automatisch von selber, ohne Techniken, luzide Träume, Astralreisen haben, einfach weil du dich daran erinnerst. Ja, weil du hast sie jede Nacht. Und deswegen Fokus auf Traumerinnerung. Ja. Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar Energieaufbau. Ja. Es ist sehr wichtig, seinen Energiehaushalt aufzubauen und ich merke das in den Seminaren und in den Workshops von sehr vielen Teilnehmern, die immer sagen, Marco, ich schlafe immer ein und hier und da. Sage ich, Astralreisen machst du, wenn du einen hohen Energiehaushalt hast, dann ist es viel, viel einfacher, deinen Energiehaushalt draufzubauen. Und diejenigen, die immer einschlafen und Probleme haben, ihre Konzentration hochzuhalten. Ich zum Beispiel schlafe seit langer Zeit nur noch 4 bis maximal 5 Stunden pro Tag und bin am Tag überflutet mit Energie. Ich weiß gar nicht, was ich alles noch tun soll. Und ich bin irgendwie vom Schlafengehen auch gar nicht müde, weil ich einfach einen Energieüberschuss am Abend habe. Und ich kann jetzt sagen, woran es bei mir liegt. Ich ernähre mich glutenfrei, ich ernähre mich vegan, ich mache Yoga, ich mache Sport, ich mache Übungen für Energiehaushalt, ich meditiere mehrere Stunden am Tag und wichtig ist der Vitaminhaushalt, dass man den anfüllt. Ich trinke in der Früh immer einen Smoothie mit Grünkohl, mit Blueberries, mit Vitamin, also mit tiefgefrorenen Obst und so weiter, dass da einfach die meisten Vitamine drin sind. Und mit yoursuper.com Supplementen, wo ich einfach komplett meinen Vitaminhaushalt anfülle. Und da musst du immer achten auf D3, K2, Magnesium, Vitamin B12 und so weiter. Das sind einfach so Faktoren, die einfach deinen Energiehaushalt nach oben bringen. Hau dich da rein und du wirst merken, wenn du diese Energie hast, dann wirst du nicht mehr einschlafen und deine Konzentration wird viel, viel höher sein. Ja? Was dir auch helfen könnte, ist ein Maca-Tee, den nutzen Mönche, dass sie beim Meditieren nicht einschlafen. Ja. Nächster Punkt, ja, die Fähigkeit loszulassen. Es ist sehr, sehr wichtig, loslassen zu lernen, vor allem beim Thema Astralreisen. Und ich meine jetzt nicht nur den physischen Körper loszulassen, sondern allgemein das Thema Astralreisen loszulassen. Ja. Es muss eine Mischung sein, ich habe es hier stehen, eine Mischung zwischen Verbissenheit, also nicht verbissen zu sein, sondern so ein, ja, ich bin dran und ich tue was dafür und aber loslassen. Ja, also dieses, du tust etwas in die Hand, öffnest deine Hand, es ist noch in deiner Hand, du bist noch dran, aber du hast es gleichzeitig losgelassen. Und diese Balance musst du hinbekommen. Wenn du das hinbekommst, dann hast du den Jackpot dafür. Ne?
Und dieses ich will unbedingt loslassen, keine Erwartungshaltung haben. Ich habe ein Jahr lang geübt, hatte keine Erfahrung, bis ich dann gesagt habe, okay, ich übe weiter, aber es ist mir wurscht. Und ab dem Tag, wo ich gesagt habe, es muss nicht mehr sein, ab da ging es flüssig. Ne? Und deswegen ist es so wichtig. Nächster Faktor, das Thema Disconnect. Ja? Und ich habe im letzten Video schon ein bisschen darüber geredet, es ist eines der wichtigsten Themen, einen Disconnect hinzubekommen. Weil ich habe auch viele kleine Studien gemacht mit Teilnehmern und Umfragen und da ist einfach rausgekommen mit großem Abstand Disconnect, eines der wichtigsten Themen. Deswegen, wenn du sagst, hey Marco, bitte, ist für mich auch ein Thema, schreib es unten in den Kommentaren rein, dann werde ich definitiv ein eigenes Video machen mit Disconnect-Methoden für Astralreisen. Wenn genug Kommentare sind, dann werde ich darauf eingehen. Ja. Allgemein, wenn du irgendwelche Fragen hast oder so zum Thema Astralreisen, schreib es mich hier unten rein und ich werde im nächsten Live auf Instagram oder auf YouTube mit den Steven, mit den zweiten Experten, mit denen ich zusammenarbeite zu dem Thema, werde ich ein Live machen und mit euch diese Fragen, die hier unten dann drin sind, beantworten. Ich freue mich schon mega drauf. Ich werde dann auch ankündigen per E-Mail, wenn mein Newsletter ist, wann dieser Live stattfinden wird. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Techniken für Konzentration, Fokus zum Thema nicht einschlafen. Ja. Weil der einzige Trick an Astralreisen ist, dass du einfach dich in den Schlafzustand bringst und im Schlaf einfach wach bleibst. Hört sich so leicht an. Es ist eines der schwierigsten Dinge, weil wir es einfach nicht geübt sind. Und was dir helfen kann zum Beispiel ist, dass du Fernsehen schaust, du schaust einen Film an, drehst so leise, dass du dich konzentrieren musst, was da gesagt wird. Und irgendwann wirst du merken, boah, jetzt höre ich, was da geredet wird, dann drehst du noch leiser. So lange, bis du dich die ganze Zeit den Film über komplett konzentrieren musst. Ich weiß, der Film ist dann kein Vergnügen mehr, aber du hast dann 2 Stunden lang zum Beispiel Konzentration auf hohem Niveau gelernt. Und wenn du dann nach eine Astralreise indizieren willst oder einschlafen willst, dann wirst du diese Konzentration, das ist einfach Training, wie ein Gürtel, ja, orange und so weiter, und dann arbeitest du dich zum schwarzen Gürtel, und Konzentration ist einfach eine Fähigkeit, wo du nicht drum herum kommst, bei Astralreisen zu lernen. Das ist eine Methode. Wenn du sagst, du brauchst noch mehr Techniken für Astralreisen, einfach unten in den Kommentaren schreiben, dann werde ich noch viel mehr Techniken in Zukunft hochladen. Ja, ich werde übrigens mit Steven auch unter der Woche Kurzvideos drehen, wo wir direkt über Spezialthemen, die hier unten in den Kommentaren sind, wo eure Fragen sind zum Beispiel, dann behandeln. Freue mich schon mega drauf. Dann, nächster Punkt ist, nicht grübeln. Ganz wichtiges Thema. Eine super Methode. Also grübeln bedeutet, wenn du da liegst und du denkst über irgendwas nach, oder du liegst da und auf einmal passiert etwas, an deinen Körper, Vibrationen kommen oder so, dann denkst du nach, boah cool, was ist das, was passiert ist? Das heißt, wenn du denkst, dann erzeugst du Beta-Wellen im Gehirn, und die Beta-Wellen sagen, okay, er ist wach, und dann kann der Körper kein Melatonin ausschütten und dann kannst du kein Astralreisen indizieren. Das heißt, alles, was geschieht, muss so sein, dass du einfach nur beobachtest. Das heißt, du musst lernen, nicht zu denken. Deswegen ist mein GET-Programm einfach GET 1 an der Startreihe, an der Startposition. Und diejenigen, die meine letzten Videos gesehen haben, wissen, warum ich das GET-Programm so aufgebaut habe, wo man zuerst lernt, nicht zu denken, danach Visualisierungsfähigkeit zu trainieren, in Kombination mit der Aktivierung der Chakren, den Energiefluss in Gang bringen und dann Traumerinnerung und so weiter. Es ist einfach, und dann Körper loslassen, Disconnect, Still State, das sind einfach die Schritte. Da kommt man nicht drum herum. Ne? Also, nicht grübeln, ganz wichtiges Thema. Eine Methode ist zum Beispiel, du gehst in den Wald spazieren, und im Wald zählst du von 5 bis 0. 5, 4, 3, also ganz langsam natürlich mit dem Atmen, und bei 0 machst du dann 0, 0, 0 und dann wartest du. Und das machst du so ein paar Minuten, da wirst du merken, wow, jetzt wird es ruhiger. Und dann fängst du nochmal zu zählen an, also das machst du natürlich mehrmals hintereinander, und dann fängst du an mit 5, 4, hier. Mit jedem Atemzug 3, und so weiter und so fort. Und das machst du dann, wenn du bei 0, 0, 0 und so weiter. Und dann wartest du, und dann passiert der Raum zwischen Reiz und, also zwischen einem Gedanken und dem nächsten, dehnt sich damit immer weiter aus. Und so trainierst du einfach zu sein, ohne dass Gedanken kommen. Und das ist eine super Methode, die dir auf jeden Fall helfen wird. Ne? Dann hatten wir das Thema schon, das nächste Punkt, dieses Mindset zwischen Nicht-Verbissenheit und zwischen Loslassen.
ganz wichtiger Faktor. Ich habe schon ein paar Mal darüber gesprochen und jetzt kommen wir zur Bonusmethode. Und zwar Techniken zur Reduktion des Herzschlags. Der Muldoon hatte, also ich habe ein Buch gelesen von ihm, der hatte eine Herzstörung, sein Herz schlug 20-30% langsamer als das von allen anderen und er hatte jeden Abend Astralreisen. Und dann kam der Arzt, hat ihm eine Tablette gegeben, damit er seinen normalen Herzschlag wieder hat, dann hatte er keine mehr. Und dann hat er die Tabletten wieder abgesetzt, dann hat er wieder jeden Abend Astralreisen. Das heißt, wenn man es gelernt hat, dass das Herz niedriger schlägt, dann wird man auf jeden Fall damit leichter Astralreisen indizieren können. Und wenn du dich natürlich an diese anderen 10 Faktoren hältst, die ich gerade erwähnt habe, dann wird es für dich noch leichter sein. Und hier ein paar Tipps, was du machen kannst, um deinen Herzschlag zu reduzieren. Ich habe hier stehen, Atemtechniken zu machen, andere Übungen, organisches Germanium, Rooibos, Bromelain, Zoenzym Q10 und Mariendistel. Das sind so ein paar Supplemente, die du nutzen kannst, dass dein Herzschlag einfach grundsätzlich reduziert wird. Ja. Super, that's it. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video ein paar Tipps geben zum Thema Astralreisen. Wenn du Fragen hast, egal welche zum Thema Astralreisen, Seelenreisen, luzides Träumen, stell sie mir hier unten in den Videos und Steven und ich werden uns dann in den nächsten Videos sozusagen uns diesen Fragen annehmen, auch in den Lives und so weiter. In dem Sinne, lass mir ein Like da für den Algorithmus und wir sehen uns und einen Kommentar und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich freue mich schon mega drauf. Ciao.